nördlichen Stämme Israels geht. But in Romans 9, Aber wenn wir uns Römer 9, 25 angucken 25 and 26, und 25 und 26, the Apostle Paul also quotes these scriptures, dann zitiert Paulus auch diese Schrift oder dieses Stück. and there he very clearly says these scriptures are actually talking about Gentiles. Und wo er ganz deutlich hier auch dann sagt, das ist hier an die Heiden geschrieben. I better read it because you may not believe me. Vielleicht glaubt ihr mir nicht, also lesen wir es lieber kurz. He says, including, this is verse 24 of Romans 9, Und da gehört auch Vers 24 dazu in Römer 9. including us whom he called not from the Jews only, but also the Gentiles, as indeed he said in Hosea, and then he quotes these two references. Und das gilt auch für uns, die er aus dem jüdischen Volk und aus den anderen Völkern erwählt hat. Was nun die anderen Völker betrifft, so sagt Gott in den prophetischen Worten Hoseas und so. Und dann kommt dieses Zitat. And so those northern tribes of Israel become like a motif or a picture of the scattered peoples of the world that God was going to call back to himself. Und dann werden die Stämme im Norden Israels praktisch für ein Bild für die anderen Völker, die Gott noch zu sich rufen wird. And so it's almost certain from this evidence that the church was a mixture of Jews and Gentiles. Und dann ist es recht offensichtlich auch, dass die Empfängerschaft hier ein Mix ist aus Juden, die sich bekehrt haben, und aus Heiden. And so the question you may be asking, so why spend time on this? Why not just say that? Und dann die Frage, ja, warum schreibst du das nicht einfach so? Warum musst du das so beschreiben? But the reason it can be emotive to people, Aber der Grund ist, dass es ein Motiv für Menschen sein kann. it has to do with some eschatologies which are very prevalent today. Und es hat auch was mit Eschatologie zu tun, auch die heute noch haben, die noch präsent ist. Are you familiar with the word eschatology? Ist euch das Wort Eschatologie bekannt? Okay, eschatology comes from two words. Eschatologie kommt aus zwei Worten. Eschatos, Eskatos, that means last things, das bedeutet die letzten Dinge, like end times, also die Endzeit. and ology, which is a study of. Und Ology bedeutet das Studium dessen. So eschatology is the study or an understanding of end times. Und dann ist Eschatologie das Studium der Endzeit. And one very popular eschatology makes a very strict distinction between the physical ethnic Israel and the church, Gentiles. Und bei der Eschatologie wird ein großer Unterschied gemacht zwischen Ethnic Jews zwischen den ethnischen Juden and Gentiles. und den Heiden. And if this is indeed speaking to Gentiles as well as Jews, Und wenn das hier wirklich auch an Heiden gerichtet ist, sowie an Juden, then Peter is taking these very important scriptures that were given to the Jews and applying them to Gentiles also. dann nimmt Petrus diese ganz wichtigen Zitate aus dem Alten Testament, die an die Juden gerichtet waren, und wendet sie jetzt auch für die Heiden an. So now it would be the new covenant people, Jetzt geht es um dieses Volk, um die Menschen des neuen Bundes, made up of Jews and Gentiles, wo wir einen Mix haben aus Juden und Heiden. that are now the chosen race, the royal priesthood, the holy nation. Und das ist jetzt das erwählte Volk, die heilige Nation und die königliche Priesterschaft. And if that doesn't matter too much to you, you can say thank you, hallelujah. Und wenn dir das nicht so wichtig ist, dann sag einfach Danke, Halleluja. If you don't feel that, then you'll want to talk to me at break time. Und wenn dir das wichtig ist, dann kannst du gerne zu mir in der Pause kommen und darüber sprechen. Last week when I was teaching Romans in Vila, Ich habe letzte Woche in Wieler über Römer gelehrt. it seemed to me that one of the students excused themselves when they came to talk about this kind of thing. Dann hat sich einer der Studenten auch entschuldigt, und als ich über das Thema geredet habe, und ist gegangen. Maybe he went to the bathroom, Vielleicht ist er auch auf die Toilette gegangen. but the timing was very interesting.
Aber ein interessanter Zeitpunkt, den er gewählt hat. Okay, so is there any questions on that? Habt ihr Fragen dazu? The post person. Die Postperson, der Postmensch. We used to talk about postmen, but we can't do that anymore. Wir können fast nicht mehr über den Postboten sprechen. Notice the reference in chapter 5, verse 12. Kapitel 5, Vers 12, da habt ihr eine Referenz zu. He says, through Silvanus, whom I consider a faithful brother, I have written this short letter to encourage you and to testify that this is the true grace of God. Und da hat er geschrieben, ich habe euch mit der Hilfe von Silas geschrieben, der ein treuer Bruder ist, und er soll euch ermutigen und versichern, dass die Gnade Gottes euch begleitet. Now it seems that one of the skills that Silvanus had was letter writing. Und es scheint, als wäre das eine Stärke von Silas gewesen, dass er Briefe schreiben kann. He was a companion of Paul. Er war ein Begleiter von Paulus. He was the one who wrote 1st and 2nd Thessalonians for Paul. Er hat auch 1. und 2. Thessalonicher für Paulus geschrieben. And it seems that he was with Paul in Rome when Paul was in prison. Und es scheint auch, als wäre er bei Paulus gewesen, als Paulus in Rom im Gefängnis war. And was still there when Peter was in Rome. Und er war auch noch dort, als Petrus in Rom war. And the fact that Peter commends Silas, und auch einfach die Tatsache, dass Petrus den Silas erwähnt. he was doing the same thing that Paul did for Phoebe in Romans 16. War es das Gleiche, was Paulus mit Phoebe gemacht hat im Römerbrief Kapitel 16? It would indicate that he was the post person. Wo auch hier ein Hinweis ist, dass er wahrscheinlich der Postbote gewesen ist. Where was it written from? Von wo wurde der Brief geschrieben? We read in 5:13. Und im 5. Kapitel, Vers 13. Your church in Babylon, chosen together with you, send you greetings, as does my son Mark. Und da schreibt er, eure Schwestergemeinde hier in Babylon lässt euch grüßen, ebenso mein Sohn Markus. As far as we know, the literal Babylon, historical Babylon, was uninhabited at this time. Soweit wir wissen, historisch gesehen war Babylon zur damaligen Zeit nicht bewohnt. So there would be no church there. Also hätte es da also auch keine Gemeinde gegeben, keine Kirche gegeben. There's no evidence that Peter, Silas, Mark, Paul, anybody visited that place. Es gab keinen Beweis, dass Petrus, Paulus, Silas, irgendeiner von denen den Ort besucht hätten. But it's normally understood to be a cryptic reference to Rome. Aber es wird oft als eine Bezeichnung für Rom benutzt, als ein kryptischer Begriff. We find this in the book of Revelation. Das finden wir in der Offenbarung auch. Rome, Babylon in Revelation is a city that sits on 7 hills. Wo Babylon als eine Stadt auf 7 Hügeln beschrieben wird. Historical Babylon, there's no hills, it's all flat. Das historische Babylon ist total flach, da gibt es keine Hügel oder Berge. And it's known that Rome was a city on 7 hills. Aber es ist bekannt, dass Rom eine Stadt auf 7 Hügeln war. And Babylon, as you would know, becomes a figure or a picture of opposition to God's people. Und Babylon wird oft auch ein Bild, das wisst ihr auch für Menschen benutzt, die gegen das Volk Gottes waren. And so in the same way, that idea is picked up, it seems, and Rome is called Babylon in the New Testament. Und auch hier scheint die Idee nochmal aufgegriffen zu sein, dass Rom praktisch mit dem Decknamen beschrieben wird und dass Babylon Rom beschreibt. Now, all of this, if all of this is true, wenn das jetzt alles so wahr ist, then Peter pictures the church as being the new people of God. Dann versteht Petrus die Menschen, das Volk Gottes oder die Kirche als das Volk Gottes. And if you like, the new Israel. Wenn du das neue Israel magst. Now, a lot of people get upset
by something they call replacement theology. Manche Leute hängen sich sehr an den Begriff auf oder an etwas auf, was man auch Ersatztheorie nennt, Particularly in Germany. ganz besonders in Deutschland. A replacement theology says that the church has replaced Israel as the people of God. Und bei so einer Ersatztheologie heißt es, dass die Kirche das Volk Gottes ersetzt. And as I said, there's a certain eschatology that keeps the peoples very distinct. Und auch das hat was mit einer Eschatologie zu tun, wo die zwei Begriffe, die Menschen getrennt werden. But I would argue what Peter does, what Paul does, is something different to that. Aber ich würde mal streiten hier und sagen, das, was Paulus und Petrus machen, unterscheidet sich davon. There's a recognition that Israel is indeed the people of God, Es ist anerkannt, dass Israel das Volk Gottes ist. but to use Paul's language in Romans 9, Aber wenn du jetzt Paulus Worte benutzt aus dem Römerbrief Kapitel 9, not all Israel are true Israel. dann sehen wir, dass nicht alle in Israel zum wahren Israel gehören, It's the remnant that were true Israel. sondern der Überrest, das sind die sich das wahre Israel nennen. Again, you know from your Old Testament studies that Israel mostly was a pagan nation. Wenn ihr das Alte Testament studiert, das wisst ihr auch, dann ist Israel oft auch als eine heidnische Nation bekannt. But there was a remnant of faithful all the way through. Aber es gibt immer einen Überrest an treuen Leuten, die immer da waren. And that remnant were those that received Jesus as their Messiah. Und dieser Überrest, das waren auch die Menschen, die Jesus anerkannt haben als ihren Messias. And it was that remnant that were filled with the Spirit on the day of Pentecost. Und diese Überreste, das waren auch die Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt wurden zu Pfingsten. And all the Jews there, the 3,000 that were saved, they were like olive branches that were grafted back into the olive tree. Und alle Juden, die anwesend waren, das waren die dann wieder in diesen Olivenbaum zurück eingepfropft wurden. So the church is actually a Jewish thing. Also ist die Kirche eigentlich eine jüdische Sache. It has roots all the way back to Abraham. Wir haben hier Wurzeln bis zurück zu Abraham. And we Gentiles have had the privilege of being grafted into that olive tree. Und wir Heiden hatten das Privileg, mit dazu zu gehören und in den Olivenbaum auch mit eingepfropft zu werden. And that's why I believe Peter could talk to believers, Jew or Gentile, as exiles of the dispersion. Und deshalb denke ich auch, dass Petrus hier, wenn er von den Auserwählten in der Fremde redet, dass er hier von Juden redet und aber auch von Heiden, die gläubig sind. Because the land he speaks about in 1 Peter Und das Land, die Region, über die er hier spricht im 1. Petrus, is not the physical land of Israel, ist nicht das physische Land, also das Land an sich, das wir Israel nennen, but it's a future hope of glory, of the new heaven and the new earth. sondern es ist dieses Zukünftige, diese Hoffnung, diese neue Himmel und neue Erde. When was it written? Wann wurde das geschrieben? Well, we know that Mark was with Peter in Rome. Wir wissen, dass Markus mit Petrus in Rom war. We saw at the end of Acts that the Apostle Paul, he stayed in house arrest for 2 years. Wir wissen auch, dass Paulus am Ende von der Apostelgeschichte 2 Jahre im Hausarrest war. And one of the big teases in the book of Acts, one of the most difficult things to know in the book of Acts Was schwierig ist, eine der schwierigsten Sachen in der Apostelgeschichte, is, did Paul get out of prison, ist die Frage, ob Paulus jemals aus dem Gefängnis gekommen ist or was he executed? oder wurde er hingerichtet. Well, we know that in Roman law, if your case isn't tried within 2 years and you're a Roman citizen, then you walk free. Wir wissen aber, dass wenn du römischer Bürger bist und dein Fall innerhalb von 2 Jahren nicht vors Gericht kommt, dann wirst du freigelassen und kannst gehen. And it seems that the apostle was set free and went on further missionary journeys. Und es scheint so, als wäre der Apostel freigelassen worden und konnte weitergehen und seine Reisen fortführen. And so there's no reference of Peter, of Paul in this letter.
Wir haben hier also keine Referenz, keinen Hinweis zu Paulus im Brief hier. Silas and Mark, who'd worked with Paul, were still in Rome. Silas und Markus, die mit ihm gearbeitet haben, waren immer noch in Rom. And we know the connection between Mark and Peter with Mark's Gospel. Wir kennen die Verbindung zu Petrus und Markus durch das Markus-Evangelium. And Peter would have been released round about AD 62. Und Petrus wäre dann um 62 herum freigelassen worden. And Peter died, as far as we know from tradition, round about 64. Und wir wissen aus der Tradition heraus, dass Petrus wahrscheinlich im Jahr 64 nach Christus gestorben ist. And so a good date for the letter would be round about 62 to 64. Dann haben wir eine Datierung für Petrus, für den ersten Petrus zwischen 62 und 64 nach Christus. Let's take a break. Päuschen.